Hallo zusammen! Heute geht es um den Seat Cupra Ateca. Bei dem Fahrzeug haben wir unsere aktuelle Klappensteuerung, die CB2, über die Fahrmodi verbaut, mit einigen Speicherfunktionen. Zusätzlich hat der Wagen eine ASG-Abgasanlagenmodifikation bekommen, die Variante V2. In dem Video werden wir ein paar Soundchecks machen mit geschlossener und offener Klappe und ich erkläre euch gleich im Fahrzeuginneren, wie unsere Klappensteuerung funktioniert. Seid gespannt! Im ersten Schritt möchte ich euch kurz erklären, wie sich das Ganze hier serienmäßig verhält, ohne unsere Klappensteuerung. Also was hat Seat einprogrammiert hinsichtlich der Klappen bezogen auf das Fahrprofil. Dazu starte ich jetzt erstmal den Wagen und erzähle ein bisschen was dazu. Wir haben hier im Cupra Ateca eine Fahrprofilauswahl mit den verschiedenen Drive Modes und da sind unterschiedliche Profile untergeordnet, was die Klappenstellung angeht, also was den Sound angeht. Jetzt schauen wir mal hier vorne ins Display, genau. Starten wir mal mit dem Komfortmodus. Hier sind die Klappen im Stand geschlossen und öffnen bei der Fahrt auch erst bei höherer Last und irgendwo ab 4.000–4.500 Umdrehungen. Gehe ich jetzt in den Sportmodus, sind die Klappen weiterhin im Stand geschlossen, öffnen aber schon was früher bei der Fahrt. Und gehe ich in den Cupra-Modus, gehen die Klappen schon im Stand auf. Wenn ich aber anfahre, gehen die Klappen im Teillastbereich wieder zu, nicht beide zusammen, die werden separat angesteuert. Es ist auf jeden Fall so, dass serienmäßig niemals beide Klappen immer offen sind. Ja, dafür muss ich schon mit sehr viel Last fahren, dass man halt serienmäßig auch beide Klappen offen hat und vollen Sound hat. Zusätzlich haben wir im Cupra-Modus noch ein Missfire, also solche Fehlzündungen. Das hört sich folgendermaßen an. So, genau. Jetzt ist es aber so, wenn ich den Wagen jetzt ausmache, ja, gerade war es ja so, wir waren jetzt im Cupra-Modus, die Klappen waren im Stand offen, wir haben das Missfire. Ich mache den Wagen aus und starte ihn jetzt wieder. Jetzt passiert Folgendes, es resettet sich jetzt alles im Hintergrund, die Klappen bleiben serienmäßig im Stand geschlossen und das Missfire ist auch weg. Hört sich jetzt so an. Klappen sind geschlossen und wir haben kein Missfire mehr. Man muss jetzt hingehen und muss einmal zum Beispiel auf Sport schalten, ja, und geht jetzt wieder zurück in den Cupra-Modus. Damit gehen die Klappen im Stand wieder auf und ich habe das Missfire wieder. Ja, so. Und genau an diesen Sachen setzen wir jetzt mit unserer Klappensteuerung an. Wir können das Missfire abspeichern und wir können halt die Klappen jetzt komplett frei ansteuern und die bleiben auch so, wie wir es eingestellt haben. Zusätzlich haben wir noch eine Funktion eingebaut. Serienmäßig gibt es ja die Start-Stopp-Automatik, eigentlich in allen Fahrzeugen heutzutage. Wenn ich die einmal deaktiviere, im Moment sind wir ja noch serienmäßig unterwegs und ich mache den Wagen aus und starte ihn wieder, ja, dann bleibt die wieder aktiv. Ja, ich muss sie also jedes Mal wieder deaktivieren. Da setzen wir auch mit der Steuerung an. Gut, dann gehen wir jetzt im ersten Schritt mal hin und aktivieren unser Modul. Das geht über längeres Gedrückthalten von der Start-Stopp-Taste, ungefähr 7 Sekunden. Als Feedback switcht gleich die LED von alleine um. Das würde serienmäßig ohne unser Modul nicht passieren. Das ist genau jetzt passiert. Damit wissen wir, dass die Klappensteuerung jetzt aktiv ist. So. Jetzt haben wir unterschiedliche Profile einprogrammiert, was die Klappensteuerung angeht. Jetzt fange ich wieder hier mal in dem Komfortmodus an. Da ist es jetzt so, dass die Klappen im Stand geschlossen sind. Und wenn ich unterwegs bin und habe mindestens 4.500 Touren anliegen, gehen die Klappen auf. Oder ich trete das Gaspedal kurz vor dem Kickdown durch, so ungefähr 80%, dann gehen die Klappen auch auf. Das ist das Profil, was wir jetzt im Komfort haben. Gehe ich auf den Sportmodus, haben wir ein etwas sportlicheres Profil. Wir brauchen jetzt im Sportmodus nur 3.000 Umdrehungen, bis die Klappen aufgehen oder auch die 80% Gaspedalstellung. Und gehe ich auf den Cupra-Modus, sind beide Klappen zu 100% durchgehend geöffnet. Die gehen im Fahrbetrieb auch nicht mehr zu. Und ich habe die ganze Zeit das Missfire auch über den Fahrzeugstart hinaus. Jetzt sind wir gerade im Cupra-Modus. Ja, wir haben das Missfire. Ich mache den Wagen aus. Wenn ich den Wagen jetzt durchstarte, passieren zwei Sachen. Im ersten Zug deaktiviert sich jetzt von allein die Start-Stopp-Automatik. Wir haben also eine SSA-Memory-Funktion in unserem Modul.
Weiterhin sind wir jetzt ja noch in dem Cupra-Modus. Die Klappen sind offen geblieben und es ist jetzt so, dass wir das Missfire noch haben. Ja. Das Missfire kann ich persönlich noch nicht genau einschätzen, wann es überhaupt auftritt. Ja? Also normalerweise muss der Wagen dafür warm sein, als eine Voraussetzung dafür. Das Missfire wird nicht verstärkt von unserem Modul, es wird einfach nur wieder freigegeben. Ja? Also es ist nicht mehr als Serie, es wird einfach nur im Cupra-Modus weiterhin wieder freigegeben, dass man es nicht immer wieder durchschalten muss. Was man noch sagen muss, wir haben hier in dem Ateca noch mehrere Fahrprofile, also neben Komfort, Sport und dem Cupra-Modus gibt es hier auch noch den Modus Offroad und Snow. Die beiden Modi verhalten sich genau wie Komfort. Ja, da haben wir die 4.500 Touren. Also man kann, wenn es um den Sound geht, kann man mit den Modi Sport, Komfort und Cupra rumspielen, um sich da das Passende einzustellen. Dann gibt es hier weiterhin noch, hier an der Stelle, den Punkt Individual. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Hier ist der Punkt Motor ausschlaggebend für die Klappenstellung. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, habe ich hier Komfort, Sport, Eco, Cupra. Komfortmodus hatten wir die 4.500 Touren oder 80% Gaspedalstellung. Sport haben wir die 3.000 Touren. In Eco ist es auch wieder wie in Komfort, da haben wir die 4.500 Touren. Und bei Cupra haben wir die Klappen komplett offen und das Missfire bleibt gespeichert. Jetzt machen wir noch mal eine kleine Testfahrt gleich, damit ihr den Sound euch mal von außen anhören könnt. Dabei gehen wir hin und fahren einmal mit geschlossenen Klappen vorbei und einmal mit offenen Klappen, mit Missfire, dass ihr euch das Ganze mal in live anhören könnt. Wir sind jetzt unterwegs in dem Ateca Cupra mit unserer Klappensteuerung und dem ASG-Umbau der Variante V2 bzw. Tendenz Richtung V2 Plus. Vom Soundzuwachs ist es so, dass natürlich durch den ASG-Umbau der Wagen schon mal insgesamt einfach lauter wird. Und mit unserer Klappensteuerung legen wir da halt jetzt noch einen oben drauf, dass man es auch frei steuern kann und dass der Wagen sich halt auch dann so anhört, wie man es halt möchte in jedem Fahrbereich. Wir gehen jetzt einfach hier mal in den Cupra-Modus. Da ist es ja bei unserer CB2-Klappensteuerung jetzt so, dass die Klappen dauerhaft offen sind. Und damit machen wir jetzt mal kurz einen Soundcheck. Also obenrum hat man natürlich dieses Schaltknallen und von unten raus beschleunigt ist der Wagen natürlich entsprechend lauter als Serie durch den Umbau und die Klappen bleiben halt die ganze Zeit geöffnet. Besondere Stärken hat man auch bei dem System hier im unteren Drehzahl- und Lastbereich, weil obenrum sind serienmäßig irgendwann auch die Klappen offen. Da hat man dann keinen wirklichen Soundzuwachs mehr, aber man fährt ja 90% ungefähr eigentlich im Teillastbereich. Also irgendwo so bei 2.500, 3.000 Touren. Da geht serienmäßig mindestens eine Klappe immer zu und da hat man dann entsprechend auch den Soundzuwachs. Was wir jetzt auch noch mal kurz machen, ist eine Fahrt in Komfort. Da geht die Klappe ja erst ab 4.500 Touren auf. Entsprechend ist das Soundniveau komplett reduziert. Wenn ich jetzt auch ein bisschen beschleunige, hört man, dass der Wagen relativ verhalten ist. Und beim Schalten hat man auch kein Knallen, ja, so wie es beispielsweise im Cupra-Modus wäre oder wenn man halt höher dreht. Und damit kann man entsprechend relativ komfortabel halt auch noch unterwegs längere Strecken zurücklegen auf der Autobahn, damit es halt einfach nicht stört. Ja. Also insgesamt ist auf jeden Fall auch noch Potenzial in der Anlage drin seitens ASG, also die V2 Plus Variante, da geht noch einiges, also V3 oder V3 Plus, da kriegt man auch noch mal ordentlich mehr raus, wenn man das halt entsprechend möchte.
Ein Thema, was mir gerade noch einfällt, das hatte ich gerade nicht erzählt zu der Klappensteuerung. Wir haben die ja jetzt an die Fahrmodi gekoppelt. Möchte man das Ganze unabhängig von den Fahrmodi steuern, kann man hingehen über die ESP-Funktion. Also ich kann das ESP einmal aktivieren und deaktivieren innerhalb von 3 Sekunden. Dann detektiert unser Modul das und die Klappe lässt sich damit auch beispielsweise im Komfortmodus öffnen oder im Cupra-Modus schließen. Es bleiben aber immer, auch wenn ich die jetzt schließe im Cupra-Modus, bleiben aber immer die 4.500 Touren erhalten, wann die Klappe aufgeht. Ja, damit kann man das Ganze noch mal ein bisschen freier gestalten. Bei dem Ateca ist es so, dass wir hier keine direkte ESP-Taste mehr haben, sondern man muss es über die Bedienung im Display machen. Deswegen hat man aber 3 Sekunden Zeit, um es zu aktivieren und deaktivieren. Das ist entspannt und damit kann ich dann im Endeffekt immer die Klappenstellung invertieren. Das Modul speichert das auch ab. Das heißt, wenn ich den Wagen wenn ich die Klappen einmal invertiert habe, macht den Wagen außen wieder an, merkt sich das System das. Dass man bei der Sache nicht durcheinander kommt, haben wir es so einprogrammiert, dass wenn ich jetzt beispielsweise die Klappen einmal invertiere, also ich bin jetzt im Cupra-Modus zum Beispiel und schließe die Klappen und switch jetzt meine Fahrprofile wieder, dann gilt wieder das, was ich über Fahrprofil gemacht habe. Ja? Dass man halt einfach im Hintergrund nicht durcheinander kommt, was habe ich mir jetzt wie konfiguriert. Ändere ich das Fahrprofil, ist das immer maßgeblich für die Klappenstellung. So, aktuell sind wir jetzt gerade noch mal im Komfort. Ich beschleunige jetzt einfach mal und schalte jetzt einfach auf den Cupra-Modus um. In dem Moment gehen die Klappen auf, Getriebe auf S. Man hört sofort, der ist ordentlich präsent vom Sound jetzt. Ja, also es ist ein gutes Stück mehr, als wenn ich im Komfort unterwegs bin. Ich schalte jetzt nochmal zurück. So, jetzt bin ich wieder im Komfort-Modus, beschleunige nochmal. Ja, wesentlich leiser und verhaltener die ganze Akustik. Dadurch hat man halt den Mehrwert, man kann es komplett frei steuern, hat die 2 Soundstufen, offene und geschlossene Klappen und kann sich das Ganze immer individuell konfigurieren.